Ja, hallo Freunde der rostigen Kette, herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video auf dem Burning Feet Adventures Kanal. Ich bin heute hier in der Nähe von Nürnberg bei Flawless Industries und was mache ich hier überhaupt? Ich glaube, dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Diejenigen von euch, die meinem Kanal schon länger treu sind, die wissen, dass ich 2024 einen echt fiesen Motorradcrash in Tunesien hatte, in der Wüste in der Sahara. Und im Zuge dessen ist auch meine Teneré ziemlich stark zu Schaden gekommen und unter anderem ist dabei auch das Steuergerät gebrochen. Ja, das heißt, das Steuergerät bei der Teneré 700 sitzt ja zumindest bei den älteren Modellen nicht mehr bei der Euro 5 Plus oder andersrum. Bei der Euro 5 Plus gibt es ja zwei Steuergeräte und das eine sitzt immer noch auf der linken Seite direkt am Rahmen verbaut. Und bei meinem Crash in Tunesien hat das halt das Steuergerät gegen den Rahmen gedrückt und ist gebrochen. Und dann ist das Motorrad nicht mehr gestartet. Und was habe ich denn gemacht? Ich habe mir ein Steuergerät in Holland bestellt. Das war so ein A2-Steuergerät und habe das Ganze zu den Jungs von Flawless Industries geschickt zum Bearbeiten. Das heißt, die waren in der Lage, in dem Moment auf mein altes Steuergerät zuzugreifen, die Daten abzugreifen und das Ganze auf das neue Gerät aufzuspielen. Und siehe da, die Karre ist wieder gelaufen. Ja, und das Ganze lief jetzt 2 Jahre und jetzt bin ich nochmal hier persönlich, mir das Ganze mal anzuschauen bei den Jungs. Und das Steuergerät, was in der letzten Zeit noch mal ein bisschen Macken gemacht hat, nochmal anschauen zu lassen von denen, in dem Fall vom Sebastian. Und zu gucken, woran das liegt. Und dass halt meine Teneré 700 im besten Fall hier heute wieder aus der Garage rausläuft und dann bereit ist für das Burning Feet Meet and Greet, was demnächst stattfindet. Ja, also der Sebastian ist ja am Rumwerkeln, der macht hier seine Zauberei und schauen wir mal. So, hier ist das gute Stück. So Leute, der Sebastian hat mein Steuergerät wieder repariert und jetzt schauen wir mal, ob die Teneré wieder anspringt. Sehr gut. So Freunde der rostigen Kette, das Moped, die Teneré 700 ist wieder zusammengebaut und übrigens Flawless Industries, die reparieren ja nicht nur kaputte Steuergeräte wie meines, sondern die sind auch im Motor-Tuning bzw. im Bereich der Softwareoptimierung unterwegs. Und die machen ganz coole Sachen eigentlich auch, gerade im Bereich der neuen KTM 690er Serie. Da kann man viel machen, da kann man die Lüftertemperatur anpassen. Man kann halt unter anderem natürlich auch Sachen machen wie so ein Bad Fuel Map. Das heißt, wenn ihr jetzt mal auch wie ich nach Afrika unterwegs seid, dann kann man das so belegen, dass euer Moped mit auch schlechterem Sprit besser unterwegs ist, besser fährt. Und da kann man echt viele Sachen machen. Schaut mal auf deren Website und ja, ich bin gerade unterwegs. Hatte zwar die Karre schon komplett zusammengebaut, aber mir jetzt überlegt, dadurch, dass ja mein Steuergerät gebrochen war, und ich nicht möchte, dass das Ganze nochmal passiert, möchte ich jetzt das Steuergerät verlegen. Und zwar gibt es da vom Andi von Adventure Zone so ein Relocation Kit, mehr oder weniger. Und da wird das Steuergerät dann neben die Batterie verlegt. Ja, und das Caretta habe ich ja auch schon montiert, also das Carpenter Caretta mit der entsprechenden Halterung. Und jetzt fehlt noch der Controller, den machen wir heute auch. Jetzt wird noch ein Ölwechsel gemacht an der Karre, ein paar Kleinigkeiten werden gemacht, Luftfilter etc. pp, was da dazugehört. Leider habe ich herausgefunden, ich gehe mal kurz rum, das Motorrad, hatte ich ja erwähnt, steht ja jetzt schon seit letztes Jahr Oktober und irgendwie über den Winter, wie auch immer, ist dazu gekommen, dass meine rechte Gabel jetzt anfängt mit Ölen. Glücklicherweise ist das eine Leihgabel von meinem Kumpel Lars. Und die Leihgabel, die werden wir jetzt austauschen gegen meine Gabel. Die hat er in der Zwischenzeit fertig gemacht. Und da fahren wir auch noch nächste Woche und bauen meine Gabel ein. Ne?
Nur noch mal als kleine Ergänzung. Und das Ganze möchte ich jetzt natürlich machen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Matze in die Garage hier im schönen Sachsen-Anhalt und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an und dann machen wir die Karre fertig für die, wie gesagt, Burning Feet Meet and Greet Tour jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Ab geht's. So brennen ja nicht die Pfoten, Matze. Ja, ich hab keinen Bock drauf eigentlich. Knapp 5000 Kilometer, also praktisch der Ölwechsel nach der Montero Raid im September 2025. Schön dunkel. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier bei draußen über 30 Grad versuchen jetzt hier das Steuergerät umzulegen, beziehungsweise auch eine kleine Batterie zu verbauen. Was ich noch zeigen wollte, und zwar habe ich jetzt hier bei meiner Antenne dieses kleine Fach hier von, ich glaube, Moto Kirby heißen die. So, dann hat man hier die Möglichkeit, noch was reinzupacken. Das passt wunderbar hier rein. Und das gibt es auch hier vorne für das Hauptfach, aber es passt bei mir nicht rein, weil mir schon hier am Hauptkabelstrang irgendwie rumgebastelt wurde damals. Und jetzt, wo wir die Batterie versetzen und das Steuergerät hier mit rein verlegen wollen, passt das auch nicht mehr. Das liegt jetzt bei mir noch zu Hause rum. Dann hat dieses große Fach hier und das kleine ist aber auch vielleicht ganz cool. Hier kann man jetzt so schrauben und keine Ahnung. Ist auch fast wasserdicht, ne? Zumindest spritzwasserdicht hier verstauen. Vielleicht noch als kleiner Tipp, ich hätte hier noch den zweiten Seilzug verlegt, falls man zum Beispiel in der Wüste mal die Kupplung reißt. Wenn man das nicht wirklich genau in der Rille von dem originalen Seilzug verlegt, dann knickt das so ein bisschen hier und dann geht er eigentlich gar nicht mehr so fluffig durch, wie es sein sollte. Also von daher achtet drauf, wenn ihr schon einen zweiten Seilzug verlegt oder den neu verlegt, wie auch immer, dass ihr genau in diesen Rillen, ihr müsst dann mal schauen, wenn ihr das Moped auseinanderbaut, dass ihr genau diese originale Kabelführung auch nehmt, weil sonst habt ihr zwar nur den Seilzug, aber der geht dann auch nicht leichter, weil irgendwelche Knicke oder halt irgendwelche Widerstände entstehen. Geht mal runter, das gute Stück. So, Euro 4. Tenere von 2019. Und das teure Steuergerät haben wir schon abgebaut. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss dieses Kabel mit dem Steuergerät nach innen verlegt werden und dafür muss hier an dem originalen Batteriekasten etwas ausgespart werden, damit man das reinlegen kann. Und wahrscheinlich müssen wir auch hier das Klebeband ein bisschen lösen, damit es ein bisschen mehr Flexibilität bekommt. Das ist zumindest die Originalbatterie mit geführten 1000 Kilo. So, und das ist die Batterie vom Andi, die so da reinkommt. Das ist ja ein Riesenunterschied. Also es gibt natürlich eine perfekte Anleitung dafür und mein Bruder Matze meint, das ist alles selbsterklärend, das machen wir so, wir brauchen keine Anleitung. Mal gucken, ob wir am Ende hier triumphieren oder ins Chaos laufen. Ich hatte das ja erwähnt und zwar hat sich ja mein Steuergerät selbst zerstört oder es wurde zerstört, als ich dann auf die linke Seite geknallt bin und das Steuergerät hier, was hier befestigt ist, original, dann hier gegen den Rahmen gedrückt wurde und dann gebrochen ist. Ne? Also es ist halt echt nicht die optimale Position, weil drüber ist ja nur die Plasteverkleidung und die kann man ja bei einem Umkipper sogar schon einfach innen komprimieren und wenn es das dann halt gegen den Rahmen drückt hier, dann hebelt es auseinander und bricht kaputt. Ne? Und der Matze hat das Ganze hier schon abisoliert, ja, und das muss dann hier durch nach innen verlegt werden. So zumindest der Plan. So, der Kampf mit dem Gummi hier, das Schlimmste von allen. Also wie man hier so ein Ding konzipieren konnte, ist echt unverständlich, ne? Also generell von Yamaha, ne? Diese Batteriebefestigung, das ist echt ein Sackstand, definitiv. Oder vielleicht braucht es ja auch nicht ran, weiß ich nicht. Na doch, das ist ja so eingezeichnet. Also. So. Das ist ein bisschen knapp, ja? Aber es geht. Muss das jetzt hier so draußen? Was soll hier drin eigentlich? Das muss so reinstecken, aber es ist ja nicht mehr der Original-Kabelbaum und deswegen... Ach, hat Yamaha bloß vergessen, die Pfeifen. So. Ich bin Yamaha. So, gut. So, dann schauen wir mal. Also der Chefmechaniker hat natürlich immer andere Pläne und ist immer für Verbesserungen offen und hat das natürlich jetzt anders verlegt. Er hat jetzt hinten die Heckbeleuchtung und die Blinker etc. pp. Getrennt und dann das Kabel nach innen verlegt.
Dadurch ist jetzt hier eine Menge Platz. Das Ganze ist hübsch gemacht. Hier haben wir noch 2 kleine Löcher reingebohrt für die Kabelbinde, um das Ganze vernünftig ranzustrapsen. Hier haben wir ungefähr so, ja, 1 Zentimeter, 1,5 maximal ausgeschnitten, dann mit einem Kantenschutz versehen und dann das Ganze hier reingelegt. Ja, und alles dann dementsprechend hat der Mats das hübsch gemacht, dass es vernünftig aussieht. Was man machen musste, war hier den Anschluss gerade klopfen oder gerade biegen. Hier das gleiche, ne, damit das Ganze vernünftig auf die Batterie drauf passt. Aber sonst muss man sagen, sieht das Ganze sehr hochwertig, sehr gut aufgeräumt aus und hier zwischen könnte man sicherlich sogar noch was reinpacken. Schrauben oder was auch immer, um hier noch dann für die nächste Tour vorbereitet zu sein. Also das war es auf jeden Fall, der Umbau vom Steuergerät, von der Position ganz außen nach innen und wenn ich nochmal mich so ablegen sollte wie in Afrika, dann sollte theoretisch mit dem Steuergerät nichts passieren. Was mir denn passiert, ja, das steht auf einer anderen Karte. Gut, dann bauen wir jetzt noch hier den Controller an, damit ich dann für das Carb-Meter vorbereitet bin, das Ganze hier benutzen kann dann auf dem Burning Feed Meet and Greet und dann sollte das Moped eigentlich jetzt soweit fertig sein. Für die Tenne gibt es übrigens diesen 3-poligen Stecker hier. Der ist, zumindest bei meiner 2019er, ist der unbelegt gewesen. Das heißt, da habe ich jetzt ein Adapterkabel für das Caretta montiert. Und dieses Kabel ist eigentlich ziemlich cool, weil dieses Adapterkabel halt den Anschluss hat fürs Caretta hier oben. Und noch einen Splitter, der da direkt dran geht, mit einer Stromversorgung für Zusatz, Navigation, in dem Fall für meinen Adventure Controller, den ich hier montiert habe. Das heißt, ihr habt dieses Kabel, geht einfach nur hier ran, verbindet damit euer Caretta für den Strom und den Strom für den Adventure Controller holt ihr euch von dem gleichen Anschluss. Also total easy und ja, das habe ich hier direkt dahinter gelegt. Das mache ich jetzt noch so ein bisschen hübsch. Und ja, dann ist das eine runde Sache. Dann habe ich die Stromversorgung fürs nächste Event, fürs Caretta auf jeden Fall damit gesichert. So Leute, wie angekündigt, letzte Station. Ich bin jetzt hier in Potsdam beim Fahrwerksspezialisten, beim Lars Würdemann und jetzt kommt ich glaube nach Lars, ich glaube 2 Jahren, ne? Könnte sein, ne? 2 Jahren endlich mein Fahrwerk rein. Ne? Gut. So, hier ist der Lars am Rumbasteln und ja, ich bin immer faul, ihr kennt das ja, ne? Ich lasse immer basteln. Aber wenn man Spezialisten hat, dann sollte man auch Spezialisten ranlassen. So Freunde, das war's und wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, insbesondere auch mit der großen Balkan-Tour 2026, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken. Wir sehen uns, stay tuned und bis zum nächsten Mal.